Der Agrarsektor steht vor einem tiefgreifenden Wandel, ökonomisch, technologisch und klimatisch. Für Investoren ergibt sich daraus ein komplexes Bild. Einerseits belasten schwache Absatzmärkte und geopolitische Unsicherheiten kurzfristig die Kennzahlen, andererseits eröffnen technologische Innovationen und Nachhaltigkeitstrends langfristig enormes Potenzial. Genau in dieser Spannung liegt derzeit die Herausforderung und Chance bei der Bewertung von Agrarinvestments. Ein Blick auf Deere Company zeigt die aktuelle Marktlage deutlich. Im zweiten Quartal 2025 meldete das US-Unternehmen einen Nettogewinn von 1,804 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 24% im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Umsatz sank um 16% auf 12,76 Milliarden US-Dollar. Hauptursache waren sinkende Verkaufszahlen in allen Segmenten, besonders im Bereich Produktion und Präzisionslandwirtschaft (-21%) und im Segment Bau- und Forstwirtschaft (-23%). Trotz dieser Einbußen reagierte der Markt positiv. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen um 3,8% zu. Warum? Vor allem, weil Deere Company die Analystenerwartungen beim Gewinn pro Aktie (EPS) deutlich übertraf. Mit 6,64 US-Dollar lag das EPS fast 20% über dem erwarteten Konsenswert von 5,56 US-Dollar. Auch der Umsatz übertraf die Schätzungen von 10,8 bis 11 Milliarden US-Dollar deutlich. Die Bruttomarge konnte sogar leicht auf 40,3% verbessert werden, Vorjahr 39,9%, während die operative Marge mit 18,1% robust blieb. Diese Zahlen zeigen, Deere Company beweist operatives Geschick in einem schwierigen Markt. Dennoch erwartet das Management für das Gesamtjahr einen Rückgang um 30% im Geschäft mit großen Landmaschinen in Nordamerika sowie Rückgänge von 10 bis 15% in der Kleinlandwirtschaft und um 5% in Europa. Die Prognose für den Jahresnettogewinn wurde mit 4,75 bis 5,50 Milliarden US-Dollar bewusst weit gefasst, ein Zeichen für die Unsicherheiten im Markt. Warum Alternativen wichtig sind: Diversifikation als Anlagestrategie. Gerade in solchen Phasen zeigt sich, dass ein zu starker Fokus auf einen einzelnen Sektor oder Marktführer wie Deere Risiken birgt, denn selbst bei effizienter Unternehmensführung bleibt das Unternehmen zyklischen Schwankungen wie steigenden Zinsen, Investitionszurückhaltung oder Handelskonflikten ausgesetzt. Daher sollte sich der Blick auf Alternativen richten, die andere Bereiche der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette abdecken: Betriebsmittel, Saatgut, Düngemittel oder digitale Technologien. 3 börsennotierte Unternehmen stehen exemplarisch für diese strategische Diversifizierung: Corteva Inc., Nutrien Ltd. und Trimble Inc. Corteva Inc. Innovation in Saatgut und Pflanzenschutz. Corteva ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Saatguttechnologie und Agrarchemie, hervorgegangen aus der Fusion der Agrarsparte von Dow und DuPont. Das Unternehmen bedient eine zentrale Schnittstelle der Lebensmittelproduktion: den Zugang zu leistungsfähigem, klimaresistentem Saatgut und Pflanzenschutzmitteln, zunehmend auch auf biologischer Basis. Für das erste Quartal 2025 meldete Corteva ein operatives EBITDA von 1,19 Milliarden US-Dollar und bekräftigte seine Jahresprognose mit erwarteten Umsätzen von 17,2 bis 17,6 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn je Aktie soll im Bereich von 2,70 bis 2,95 US-Dollar liegen. Analysten stufen die Aktie überwiegend mit Strong Buy ein, bei Kurszielen, die deutliches Aufwärtspotenzial signalisieren.
Besonders relevant ist Cortevas strategischer Fokus auf nachhaltige Lösungen und digitale Landwirtschaft. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstreichen den Willen, Innovationstreiber zu bleiben und das bei wachsenden Anforderungen an Ernährungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Nutrien Ltd, Weltmarktführer bei Düngemitteln. Nutrien ist der weltweit größte Anbieter von Düngemitteln und agrartechnischen Betriebsmitteln. Mit seinem Einzelhandelsnetzwerk und seiner globalen Marktpräsenz spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Nährstoffversorgung für die weltweite Landwirtschaft. Für das erste Quartal 2025 meldete Nutrien ein bereinigtes Nettoergebnis von 700 Millionen US-Dollar. Analysten empfehlen die Aktie mehrheitlich zum Kauf. Trotz temporärer Margenrückgänge durch gesunkene Düngemittelpreise bleibt das Geschäftsmodell robust, gestützt durch eine wachsende Nachfrage infolge des globalen Bevölkerungswachstums. Strategisch setzt Nutrien verstärkt auf margenstärkere Eigenmarken, biologische Produkte und Effizienzverbesserungen entlang der Lieferkette. Die langfristige Perspektive, stabile Nachfrage bei gleichzeitig wachsendem Druck zu nachhaltigerer Produktion. Trimble Incorporation – Digitalisierung der Landwirtschaft. Trimble ist ein Technologiekonzern, der unter anderem Hard- und Softwarelösungen für die Präzisionslandwirtschaft anbietet, ein Segment, das weltweit stark wächst. Die Integration von GPS, Sensorik, Datenanalyse und Maschinensteuerung revolutioniert die Art, wie Landwirtschaft betrieben wird, und Trimble ist eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete Trimble einen Rekordumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (Annualized Recurring Revenue). Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 3,37 bis 3,47 Milliarden US-Dollar sowie ein Non-GAAP-EPS zwischen 2,76 und 2,98 US-Dollar prognostiziert. Analysten bewerten die Aktie als Buy. Trimbles Stärke liegt in der Kombination aus hoher Technologiedichte und einer starken Diversifikation über Sektoren hinweg (Landwirtschaft, Bauwesen, Geodaten, Transport). Die Lösungen helfen Landwirten, Betriebsmittel effizienter einzusetzen, Kosten zu senken und gleichzeitig Umweltauswirkungen zu reduzieren, ein klarer Wettbewerbsvorteil im Zeitalter von Klimawandel und Ressourcendruck. 3 unterschiedliche Wege zur Agrarperformance. Die 3 Unternehmen bedienen jeweils ein eigenes strategisches Segment. Corteva deckt als Betriebsmittelanbieter Saatgut und Pflanzenschutz ab, mit wachsendem Fokus auf Nachhaltigkeit. Nutrien sichert mit Düngemitteln die Versorgung der Böden und profitiert vom Mengengeschäft sowie dem globalen Bevölkerungswachstum. Trimble verknüpft Landwirtschaft mit Digitalisierung und erschließt ein margenstarkes, wachsendes Technologiefeld. Für dich ergibt sich daraus die Möglichkeit, über gezielte Auswahl an mehreren Stellen der Wertschöpfungskette zu partizipieren und sich zugleich gegen zyklische Schwankungen einzelner Marktsegmente abzusichern. Makrotrends im Blick, was Investoren beachten sollten. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten deuten zentrale Trends auf langfristiges Wachstum im Agrarsektor hin. Digitalisierung. Der Markt für digitale Landwirtschaft wächst jährlich um 9%. Technologien wie Automatisierung, Sensorik und Big Data setzen sich weiter durch. Klimawandel. Extremwetter, Ernteausfälle und Umweltauflagen treiben die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen. Ernährungssicherheit, politische Instabilität, wachsende Bevölkerung und Ressourcenkonflikte machen Investitionen in effiziente Agrartechnologien unverzichtbar. Verbrauchertrends. Der Trend zu biologischer, lokal produzierter und nachhaltiger Nahrung treibt die Umstellung auf neue Anbaumethoden. Diese Megatrends begünstigen vor allem jene Unternehmen, die auf Innovation, Effizienz und Umweltverträglichkeit setzen, wie Corteva, Nutrien und Trimble. Fazit: Investieren mit Weitblick, differenziert und strategisch. Der Blick auf Deere & Company zeigt, auch gut geführte Branchenführer sind nicht immun gegen zyklischen Druck.
Eine strategisch durchdachte Diversifikation ist daher entscheidend, vor allem in einem Sektor, der sich zwischen Gegenwind und Wachstumspotenzial bewegt. Corteva, Nutrien und Trimble stehen für drei verschiedene, aber sich ergänzende Zukunftsfelder im Agrarsektor: biologischere Betriebsmittel, globale Düngemittelversorgung und technologische Transformation. Wer heute breit und klug investiert, profitiert morgen von Effizienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Landwirtschaft. Du solltest deine Anlageentscheidungen an den langfristigen Treibern der Branche ausrichten und dabei Wert auf technologische Innovationskraft, Nachhaltigkeit und finanzielle Stabilität legen. Der Agrarsektor mag zyklisch schwanken, doch sein strategisches Potenzial bleibt enorm. Dieser Beitrag dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Trotz sorgfältiger Recherche kann ich keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Angaben übernehmen. Stelle eigene Recherchen an, bevor du eine Investitionsentscheidung triffst. Wie stehst du zu Investments in den Agrarsektor? Ist das interessant für dich? Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.